Unilever ist neben den Giganten Procter & Gamble und Nestle eine der Top-Aktien aus dem Bereich der Fast-Moving Consumer Goods. Ob diese Aktie als Dividendenlieferant interessant ist und wie sich Unilever für die Zukunft aufstellt, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Großes Dankeschön an die Kanalmitglieder Jan Engelmann, AG, Leon Speth, Fabian Marquardt und Dominik Dörr. Wenn du wissen möchtest, welche Vorteile ein Kanalmitglied besitzt, dann klicke unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Unilever teilt sich mit seinen mehr als 400 Produktmarken auf 3 Segmente auf. Das sind A. Lebensmittel, dazu zählen dann Marken wie Langnese oder Lipton zum Beispiel. B. Haushalts- und Textilpflege, das sind dann Marken wie Sun, Coral oder eben Fiss. Oder C, die Körperpflege, dazu gehören Axe, Dove, Impuls, Lux und Duschdas. Insgesamt liegen sie im Sektor der Haushalts- und Körperpflegeprodukte, also Lebensmittel hier ausdrücklich ausgenommen, auf Platz 2 der größten Unternehmen in diesem Sektor. Hinter Procter & Gamble und vor L'Oreal und Henkel. Dabei ist der Abstand hier schon deutlich, während Procter & Gamble 2019 in diesem Bereich auf mehr als 70 Milliarden Dollar Umsatz kommt, liegt Unilever dahinter mit knapp 60 Milliarden Dollar. L'Oreal folgt mit etwas mehr als 30 Milliarden und liegt hier aber schon deutlich zurück. Zu ihrem Lebensmittelsegment gehören auch Getränke, wie beispielsweise die beliebten Lipton Eistee-Produkte. Wobei Unilever plant, diese Marken abzustoßen. Dazu später in der Prognose mehr. Dabei liegen sie hier unter den führenden Getränkeherstellern auf Platz 12 weltweit mit etwas mehr als 8 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2019. Anheuser-Busch, Nestle, Coca-Cola und Pepsi, zu denen wir bereits eine Aktienanalyse gemacht haben, verlinkt oben auf dem i und in der Beschreibung, führen dieses Ranking deutlich an mit mehr als 30 bzw. sogar 50 Milliarden Dollar Umsatz. Zurück im Segment der Körperpflege. Unter den führenden Herstellern weltweit für Schönheits- und auch Beauty-Produkte liegen sie ebenfalls auf Platz 2, dieses Mal vor Procter & Gamble, aber hinter L'Oreal. L'Oreal liegt hier deutlich vorne mit mehr als 32 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2020, während Unilever auf mehr als 22 Milliarden Dollar Umsatz in diesem Segment kommt. Beim Blick auf die einzelnen Produktmarken sehen wir, dass L'Oréal Paris die absolute Nummer 1 im Körperpflegesegment ist. Mit beinahe 30 Milliarden Dollar Umsatz, gefolgt von Colgate und Gillette von Procter & Gamble. Das erste Unilever-Produkt ist in diesem Ranking Dove auf Platz 9 mit mehr als 6 Milliarden Dollar Umsatz. Wir sehen also, dass die einzelnen Marken von Unilever nicht ganz oben mitspielen können, zumindest in diesem Segment, was dafür spricht, dass Unilever vor allem durch seine enorme Vielfalt an Produkten und Marken auf seinen erfolgreichen Gesamtumsatz kommt. Das sehen wir auch in der Betrachtung des Markenwertes der Kosmetikmarken. Auch hier führen L'Oréal Paris, Gillette und Nivea. Dove von Unilever kommt hier ebenfalls nur auf Platz 9 mit einem Markenwert von etwas weniger als 5 Milliarden Dollar. Grundsätzlich ist dies zwar nicht optimal, es kann aber auch ein Risiko sein, im Gegenteil eben, wenn ein Konzern von wenigen großen Marken abhängig ist. Insofern ist eine breite Streuung, ähnlich wie beim Investieren, gar nicht so verkehrt. In der Marktposition vergeben wir 4 von 5 Sterne. Unilever ist zweifelsohne ein etablierter Player, der zwar nicht die Nummer 1 im hart umkämpften Markt für Fast-Moving Consumer Goods ist, dennoch enorm breit aufgestellt und in vielen Bereichen eben an einer Spitzenposition anbehaftet. Unilever ist beispielsweise nach eigenen Angaben, auch nach dieser Messung aus dem Jahr 2015 leider nur, der größte Eiscremehersteller der Welt mit mehr als 21% Marktanteil, vor Nestle und General Mills. Auch wenn diese Statistik etwas älter ist, sie zeigt jedoch auf, dass gerade der Lebensmittelbereich eine enorme Vielfalt an Vergleichen und Produkten anbietet und dass Unilever hier zweifelsohne zwar keinen gigantischen Burggraben besitzt, dennoch mit seinen 400 Marken sehr gut platziert ist. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech-Aktien, um keine News von den Börsen dieser Welt mehr zu verpassen. Der Kanal versorgt dich neben kleinen Aktienanalysen auch immer noch mit Memes und sorgt damit für gute Laune. In der Umsatzentwicklung von Unilever sehen wir seit 2012 eine stetige Seitwärtsbewegung. Ein richtiges Umsatzwachstum ist zwar nicht erkennbar, auf der anderen Seite aber auch nahezu keine Reaktion auf die Corona-Krise, was zeigt, dass Unilever oder die Branche generell sehr krisenresistent ist. Zwischen 2009 und 2012 konnte noch
das stärkste Umsatzwachstum von 40 Milliarden Dollar auf über 50 Milliarden Dollar generiert werden, direkt im Anschluss an die Finanzkrise also. Auf die Segmente aufgeteilt zeigt sich jedoch ein spannendes Bild in der Betrachtung von 2012 bis 2020. Die Produkte der Körperpflege konnten von ca. 17,5 Milliarden Dollar im Jahr 2012 auf zuletzt mehr als 21 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2020 steigen. Gleichzeitig konnte das Segment Heimpflege nur langsam auf etwas mehr als 10 Milliarden Dollar Umsatz wachsen. Das Segment der Lebensmittel, also Speisen und Getränke, ist hingegen von mehr als 23 Milliarden Dollar im Jahr 2012 auf weniger als 20 Milliarden Dollar in 2020 geschrumpft. Körperpflege boomt, Lebensmittel schrumpfen, wenn man so möchte. Im Jahr 2020 sieht es so aus, wenn wir nicht nur auf die Segmente, sondern auch auf die Produktart blicken, wie in dieser Grafik hier, dass die Textilpflege hier den meisten Umsatz mit beinahe 14% erwirtschaftet. Wie bereits im letzten Kapitel erwähnt, ist das Thema Eiscreme ein Dauerbrenner von Unilever. Eis macht weiterhin fast 13% des Umsatzes aus. Hautreinigung und Haarpflege aus dem Segment der Körperpflege folgen dahinter vor Snacks, Deodorants und Hautpflegeprodukten. Neben der enormen Produktvielfalt und dem konstanten Umsatz besticht Unilever auch durch sein weltweites Angebot. Das Vereinigte Königreich und die USA machen, wie in dieser Grafik sehr gut verdeutlicht, nur einen verhältnismäßig kleinen Anteil am Gesamtumsatz aus. 2014 waren es zusammengenommen gerade einmal 10 Milliarden Euro. Zwar ist der Umsatz der USA und UK stetig gewachsen, jedoch erkennen wir 2020, dass Indien bereits mehr als das Vereinigte Königreich, also UK, an Umsätzen generiert, weswegen Indien auch 2020 das erste Mal explizit in diesem Vergleich ausgewiesen ist. Wenn wir die Regionen jetzt einmal in Europa, Amerika und Asien, Afrika und Mittlerer Osten zusammengefasst aufteilen, dann sehen wir, dass Europa den geringsten Umsatz in diesem Vergleich erzielt und dieser von 2018 bis 2020 ebenfalls rückläufig ist. Amerika ist sehr stabil, während Asien, Afrika und der Mittlere Osten bis 2019 stetig gewachsen sind, 2020 jedoch ebenfalls einen leichten Rückgang zu verkraften hatten. Generell ist erkennbar, dass der Markt sehr langsam reagiert. Fast-moving Consumer Goods, also schnell gehandelte Konsumgüter, sind zwar sicherlich ziemlich fast oder schnell, was das Konsumieren angeht, indem die Verbrauchsgütergegenstände eben schnell aufgebraucht sind. Der Markt an sich ist jedoch sehr stark umkämpft, gesättigt und wandelt sich nur sehr langsam. Deshalb blicken wir in der Prognose später noch einmal gesondert zum Beispiel auf das Thema Indien. Im operativen Gewinn, also dem EBIT, sehen wir einen ähnlichen Verlauf wie im Umsatz, mit einer Ausnahme. 2018 ist das EBIT stark angestiegen auf über 12 Milliarden Euro, 2019 jedoch sofort wieder gesunken. Diese Schwankung ist unter anderem auf den Verkauf des weltweiten Geschäftes mit Brotaufstrichen für rund 6,8 Milliarden Euro an den Finanzinvestor KKR zurückzuführen oder KKR. Die mit dem Verkauf des Brotaufstrich-Segments eingenommenen Milliarden an Euros wurden über ein Aktienrückkaufprogramm an die Anteilseigner zurückgeführt. Dass dieser Ausschlag im EBIT auf die Brotaufstriche zurückzuführen ist, sehen wir auch in dieser Grafik, in der wir den operativen Gewinn nach Segment von 2012 bis 2020 sehen. 2018 gab es hier ein enormes Wachstum im Lebensmittelsektor auf über 7 Milliarden Euro. Ansonsten sinken aber die Gewinne in diesem Segment seit 2014 stetig, während das Segment der Körperpflege und die Heimpflege hier, genau wie im Umsatz eben auch, stetig zulegen können. Wenn wir uns die EBIT-Margen anschauen, dann sehen wir, dass 2018 hier natürlich ebenfalls aus der Reihe fällt mit einer Marge von fast 25%. Ansonsten ist die EBIT-Marge tatsächlich aber konstant und seit 2015 sogar leicht steigend auf zuletzt ca. 16%. In der EBIT-Marge nach Regionen sehen wir in 2018 ebenfalls die Auswirkungen des Brotaufstrichverkaufs. Hier lag die Marge in Europa bei ca. 35%, während sie in den Jahren davor und danach wieder auf das normale Niveau abgesunken ist, bei weniger als 15%. An und für sich ist die Marge in Europa deutlich schlechter, was auch den Verkauf des Brotaufstrichsegments erklärt. Amerika war 2018 sogar noch rentabler als Asien, Afrika und der Mittlere Osten, wobei sich dies 2019 und 2020 ebenfalls gedreht hat. Das Amerika-Segment wurde über die letzten Jahre aber tatsächlich generell vor allem durch die politischen und gesellschaftlichen Probleme in Argentinien belastet. Die Fremdkapitalquote ist in den letzten Jahren ebenfalls deutlich angestiegen. Während 2014 die Quote noch bei ca. 50% lag, kratzt die Fremdkapitalquote aktuell an der 80% Marke, was schon durchaus als sehr hoch zu bewerten ist. Die Dividendenrendite ist konstant,
auch unter Berücksichtigung des guten Kursanstieges von Unilever in den letzten Jahren. Hier sind rund 3% Dividendenrendite zu erzielen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist ebenfalls, wie es sich für einen Quality-Wert gehört, sehr stabil. 2018 sogar stark gesunken auf knapp über 10, ansonsten pendelt es bei ca. 20. Der Markenwert von Unilever an sich, also des Gesamtkonzerns, ist vor allem in den Jahren nach der Finanzkrise stark angewachsen. Auf über 5 Milliarden $, zuletzt aber relativ stetig gesunken bzw. gleich geblieben. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts wurde zudem die Mitarbeiteranzahl von mehr als 210.000 Mitarbeiter auf 150.000 Mitarbeiter reduziert. Dies ist vor allem auf effizientere Produktionsabläufe, Digitalisierung und natürlich vor allem vor dem Hintergrund der Kosteneinsparungen erfolgt. Wie die meisten Kennzahlen hier sind auch die Marketingausgaben von Unilever sehr konstant bei ca. 8 Milliarden € jährlich. Im Direktvergleich zu den Konkurrenten Procter & Gamble, Nestle und L'Oreal sehen wir, dass umsatztechnisch Nestle klar die Nase vorne hat. Mit mehr als 84 Milliarden $ Umsatz, waren aber auch schon mal mehr Milliarden, wobei Unilever hier ein gutes Stück dahinter liegt. Was das EBIT, also den operativen Gewinn vor dem Abzug von Zinsen und Steuern angeht, in absoluten Zahlen, liegt allerdings Procter & Gamble vorne, obwohl Nestle mehr Gesamtumsatz erzielt. Wir sehen hier bereits, dass die Margen bei Procter & Gamble deutlich besser sind, mit mehr als 22% im Jahr 2020. Nestle, die ebenfalls an ihrem Produktportfolio gearbeitet haben und bereits aufgeräumt haben und einige margenschwache Segmente verkauft haben, weisen ebenfalls mit 17,5% eine stärkere Marge aus als Unilever. Hier kann Unilever nachziehen, wenn sie den Verkauf von Lipton & Co. durchziehen. In der Dividendenrendite liegt Unilever tatsächlich vorne, was auch daran liegt, dass Unilever zuletzt im Kurs nicht so stark angestiegen ist, wie die Konkurrenz um Procter & Gamble und Nestle zuletzt. Ähnliches sieht man auch beim Blick auf das KGV, also auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis, aktuell, also nicht das von 2020, wo zu erkennen ist, dass Unilever hier im Vergleich etwas günstiger im Verhältnis zu seinen Gewinnen bewertet ist als die Konkurrenz. Für die typisch soliden Kennzahlen eines Quality-Titels wie Unilever vergeben wir solide 3,5 von 5 Sterne. Wachstum ist hier in den Zahlen kaum sichtbar, auch wenn es existiert. Gerade das Lebensmittelgeschäft scheint sich hier eher mäßig zu entwickeln. Die Margen sind jedoch konstant. Das Management sortiert nicht funktionierende Geschäftsbereiche bzw. Produkte aus, wie eben die Brotaufstrichsparte, um zukünftig die Margen zu steigern. Außerdem liegt ein guter Fokus auf den Emerging Markets, die anders als bei der Konkurrenz bei Unilever den größten Anteil insgesamt am Umsatz ausmachen. Ein solides KGV und eine gute Dividendenrendite runden diesen Titel ab, ohne uns jedoch in Ekstase zu versetzen. Und damit wären wir bei den Risiken von Unilever. Das erste Risiko liegt in der Reputation. Die Produkte von Unilever benötigen Palmöl und gerade deshalb stand das Unternehmen schon häufig seit Jahrzehnten in der Kritik. Außerdem gab es einige Kartellrechtsvorwürfe sowie einen Skandal mit Quecksilber. Das Unternehmen gibt sich heute einen nachhaltigen Anstrich und setzt sich für den nachhaltigen Abbau von Palmöl ein. Dennoch besteht der relativ dringende Verdacht, dass hinter diesen sogenannten nachhaltigen Zusammenschlüssen, an denen sich neben Unilever natürlich auch Nestle und Procter & Gamble beteiligen, in Indonesien beispielsweise weiterhin Unternehmen stehen, die mitverantwortlich für die Rodung von Wäldern sind. Denn die Lieferanten für Unilever & Co. sowie führende Palmölhändler Cargill, Wilmar & Co. kaufen Palmöl von Produzenten, auf deren Fläche eine Vielzahl von Waldbränden bis heute regelmäßig dokumentiert wurde. Auf die Reputation des Unternehmens hat das sicherlich Einfluss. Die Kundschaft, die Unilever-Produkte kauft, scheint das relativ wenig zu interessieren. Das Bewusstsein für die Nachhaltigkeitsproblematiken wird allerdings in den kommenden Jahren mit Sicherheit steigen. Daher vergeben wir für die potenzielle Schadenshöhe 6 Punkte und für die Eintrittswahrscheinlichkeit 80%, dass durch die sinkende Reputation das Unternehmen zu Handlungen und Nachbesserungen gezwungen wird. Das zweite Risiko bezieht sich direkt auf das Thema Palmöl nochmal. In der EU gibt es beispielsweise seit 2019 eine Verordnung, die die Beimischung von Palmöl in Biokraftstoffen verbietet. Hintergrund ist nicht etwa der, dass das Palmöl bei der Verbrennung besonders schädlich wäre, sondern der, dass für die Gewinnung von Palmöl viele Wälder abgeholzt werden müssen. Ein Thema, was sicherlich auch für die Produkte von Unilever & Co. wichtig ist. Unilever ist zwar Mitglied in diesem Zusammenschluss mit dem Namen Runder Tisch für nachhaltiges Palmöl, der für die nachhaltige Gewinnung von Palmöl steht, aber, wie bereits zuvor erwähnt, stehen diese Mitglieder auch immer wieder in Verbindung zu plötzlich auftretenden Waldbränden, die sich positiv für die Nutzung neuer Agrarflächen zur Palmölgewinnung auswirken.
Wie dem auch sei, auch hier könnten Regulierungen der Behörden dazu führen, dass die Palmölgewinnung teurer werden könnte oder begrenzt wird. Die Schadenshöhe schätze ich mit 8 ebenfalls recht hoch ein, wobei die Eintrittswahrscheinlichkeit gering ist. Die Eintrittswahrscheinlichkeit schätze ich nur auf 20%, da die Unternehmen wie Unilever zum Beispiel zum einen eine starke Lobby besitzen, die Palmöl expandierenden Länder ebenfalls ein dringendes Interesse an der Aufrechterhaltung des profitablen Industriezweigs haben und weil die hergestellten Produkte von Unilever letztlich für den täglichen Bedarf zwingend Palmöl benötigen und ansonsten möglicherweise eben die Produkte deutlich teurer würden, was wiederum auch ein Teil der Bevölkerung sicherlich nur ungern mittragen würde. Dennoch, das Thema wird uns in den kommenden Jahren sicher begleiten und kann dann natürlich auch zunehmend wahrscheinlicher werden. Das letzte Risiko sehe ich in steigenden Zinsen. Unilever zeichnet sich zwar dadurch aus, dass sie trotz der hohen Fremdkapitalquote zum einen eine Menge an Cashflow generieren und zum anderen dadurch sehr günstig ihr Fremdkapital finanzieren können, also günstige Zinsen erhalten. Auf der anderen Seite besteht trotzdem das Risiko von Zinssteigerungen. Die Auswirkungen schätze ich mit einer Schadenshöhe von 3 relativ gering ein. Die Eintrittswahrscheinlichkeit sehe ich allerdings mindestens bei 50%. Insgesamt vergeben wir in der Kategorie der Risiken 3,5 von 5 Sterne. Das Thema Nachhaltigkeit wird sicherlich langfristig ein wichtiger Diskussionspunkt bleiben, der sich auch relativ schnell auf den Kurs auswirken kann, wenn es zum Beispiel um irgendwelche Regulationen geht. Generell sind aber die allgemeinen Kursschwankungen bei derartig gestandenen nicht-zyklischen Konsumgüterunternehmen etwas geringer, sodass ich vor allem das Thema Nachhaltigkeit und Regulierung im Auge behalten würde. Während bei Growth-Aktien oder bei Technologieaktien die Zeichen in der Regel eher auf Expansion stehen, ist es in der Branche der Fast-Moving Consumer Good Hersteller oder Vertriebler eher Trend, margenschwache Segmente abzustoßen. So zum Beispiel geschehen bei der Brotaufstrichsparte von Unilever und so auch geplant für die Marke Bertolli und Lipton. Generell trennt sich Unilever von einigen bekannten, aber margenschwachen Marken und folgt damit dem Beispiel von Procter & Gamble und Nestle, die den gleichen Schritt mit positiver Kursresonanz bereits vollzogen haben. Sicherlich sinnvoll, denn dies ist der einfachste Schritt, um die Margen zu steigern. Übrigens auch ein Grund, warum wir im Sektor der Lebensmittel einen Umsatzrückgang sehen. Abgestoßene und verkaufte Segmente können natürlich keine Umsätze mehr generieren. Die Körperpflegesparte, die am Wachsen ist, kompensiert dann diese Umsatzausfälle wieder, was für uns dann insgesamt so aussieht, als wenn es hier ganz wenig Bewegung gibt. In den Risiken waren wir eben beim Thema Nachhaltigkeit. Tatsächlich, trotz der Kontroversen zum Thema Palmöl, ist die Medienwahrnehmung der Marke Unilever 2020 nicht schlecht. Mehr als 10% aller Beiträge in den Medien berichten positiv über Unilever in Bezug auf den Faktor Verantwortung. Allerdings gibt es auch mehr als 2% der Medienberichte über Unilever, die eher auf Risiken verbunden mit der Verantwortung Unilevers hinweisen, also beispielsweise in Bezug auf das Thema Umwelt. Auch die Werte Beliebtheit, Nützlichkeit und Qualität werden in Medienberichten überwiegend positiv benutzt, während bei der Qualität aber auch eine negative Berichterstattung zu finden ist. Alles in allem zeigt diese Auswertung, die sich noch über wesentlich mehr Werte und Faktoren erstreckt als die hier abgebildet sind, ganz gut, dass das Bild in der Öffentlichkeit trotz des Nachhaltigkeitsthemas überwiegend positiv von Unilever ist. Wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, dass Indien und die Emerging Markets, also die Schwellenländer generell, ein wichtiges Zukunftsthema für Unilever sind. Mehr als 50% des Umsatzes von Unilever wird in Emerging Markets erzielt, mehr als der vergleichbare Anteil bei Nestle und Procter & Gamble. Unilever hat hier also für sich genommen eine gute Position und das könnte sich in Zukunft auszahlen. In Indien beispielsweise wird davon ausgegangen, dass der Markt für Fast-Moving Consumer Goods bis 2025 auf über 220 Milliarden Dollar jährlich anwachsen wird. Aktuell liegt er bei weniger als der Hälfte und noch vor 4 Jahren lag er sogar bei unter 50 Milliarden Dollar jährlich. Das Gleiche gilt auch für weitere Schwellenländer aus Asien, die ja besonders bevölkerungsreich sind. Trotzdem sehen wir auch, dass dies ein langsamer Prozess ist, trotz der rosigen Prognosen für die nächsten 5 Jahre. Hier sehen wir den Wertzuwachs im Fast-Moving Consumer Good Markt in Indien nach Quartalen. Von beinahe 10% Wachstum alleine im zweiten Quartal 2019 ging es zuletzt runter auf weniger als 1% Wachstum. In Q2 2020 durch Covid-19 ist der Markt sogar um 17% geschrumpft, was hier schon enorm ist. Dieser Fakt zeigt auch, dass Corona zwar in den Industriestaaten an sich kaum Auswirkungen auf die Fast-Moving Consumer Goods hat, in Schwellenländern wie Indien, wo die Gesundheitsversorgung generell ein Thema ist, jedoch noch wesentlich mehr. Die Schwellenländer zeigen also Potenzial, blicken wir aber mal parallel auf Europa. Der Markt für Fast-Moving Consumer Goods ist in Italien mit mehr als 3% gewachsen im Jahr 2019.
In Deutschland um 1 Prozentpunkt, während er in Frankreich und UK sogar um knapp 1 Prozentpunkt geschrumpft ist. Insgesamt beträgt das Wachstum in Europa magere 0,5%. Hier ist wachstumstechnisch zurzeit also wenig zu holen und der Markt ist hart umkämpft. Daher ergibt es Sinn, dass Unilever neben ihrem Wachstum in den Schwellenländern weiterhin dafür sorgt, dass ihr Produktsegment regelmäßig ausgesiebt wird und margenstarke Produkte gestärkt werden bzw. eben margenschwache Produkte aussortiert werden. Wenn wir nach Amerika blicken, dann natürlich vor allem auf Nordamerika und die USA. Hier kommen wir auf ein Thema, was natürlich auch vor allem auf Europa zutrifft, nämlich den demografischen Wandel. Wir sehen, dass die Haushaltsausgaben in den USA aktuell in der Generation X, also den Menschen, die zwischen 1965 und 1980 geboren sind, am größten sind. Mehr als $76.000 gibt ein Haushalt hier im Schnitt pro Jahr für den Haushalt aus, der von dieser Generation geführt wird. Klar, das betrifft jetzt nicht nur Lebensmittel, Körperpflege und Haushaltspflegeprodukte, sondern da gehören beispielsweise auch Elektronikgeräte dazu. Dennoch geht es hier um das Konsumverhalten insgesamt. Die älteren Generationen wie die Babyboomer-Generation oder die Silent Generation geben tendenziell weniger aus, während die Millennials, also alle, die von 1981 bis 1996 geboren sind, ebenfalls deutlich weniger ausgeben als die Generation X. Bei der Generation Z, also allen, die nach 1997 geboren sind, ist klar, dass diese in der Regel noch ein deutlich niedrigeres Durchschnittseinkommen besitzen. Wenn wir uns aber einmal auf die Millennials fokussieren, die ja in Zukunft altersmäßig langsam in die Rolle rutschen werden, in der sich jetzt die Generation X befindet, also demnächst mehr Geld zur Verfügung haben werden und dadurch, dass sie dann quasi im besten Wohlstandsalter sein werden und gleichzeitig weiterhin tendenziell viel konsumieren werden, dann seht ihr, worauf ich hinaus möchte. Die Millennials, also die Menschen mit Geburtsdaten zwischen 1981 und 1996, überwiegend Frauen bei dieser Frage, geben an, dass sie in Bezug auf Hautpflegeprodukte vor allem auf die folgenden Dinge achten. 41% kaufen bewusst Produkte, die organisch hergestellt wurden. 34% denken darüber nach oder wollen derartige Produkte kaufen. 37% dieser Generation kaufen bereits überwiegend nachhaltige Produkte, also Sustainability ist hier das Stichwort. 30% kaufen vor allem pflanzenbasierte Produkte und 42% denken darüber nach. Zusammen also knapp 72%, die sich hier mehr darauf fokussieren wollen. 20% legen zusätzlich Wert auf vegane Produkte und weitere 34% denken darüber nach. Somit zusammengenommen mehr als die Hälfte der Millennials ist daran interessiert. Diese Werte dieser Käuferschaftsgeneration werden in den kommenden Jahren zugegebenermaßen natürlich sehr schrittweise und langsam immer wichtiger werden, wenn die älteren Generationen weniger Kaufkraft aufweisen. Nachhaltigkeit, umweltschonende und vegane Produkte nehmen also an Bedeutung zu und damit auch das Bewusstsein und der Informationsbedarf darüber, wie die Produkte eigentlich hergestellt werden. Die Generation Z, also diejenigen, die ab 1997 geboren worden sind, sind hier sogar möglicherweise noch stärker fokussiert. 49% aus dieser Generation kauften 2019 vor allem natürliche Hautpflegeprodukte, während es bei den Millennials 41% und bei den Babyboomern zum Beispiel nur 20% waren. Dem Jahresbericht von Unilever zufolge konnte das Unternehmen mit der pflanzenbasierten Fleischalternativmarke The Vegetarian Butcher in 2020 ein Wachstum von 70% erzielen. Unilever kündigte bereits 2019 ehrgeizige Wachstumsziele für seinen pflanzenbasierten Bereich an und will in den kommenden Jahren mindestens 1 Milliarde Umsatz mit pflanzenbasierten Produkten erreichen. Den einen oder anderen Artikel dazu habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. 1 Milliarde Dollar klingt viel, ist aber natürlich wenig, gemessen am Gesamtumsatz. Dennoch, ein derartiger Wandel in dieser gesamten Fast-Moving Consumer Good Branche vollzieht sich natürlich langsam und über Jahre oder sogar Jahrzehnte. So wie sich eben auch die Ess- und Pflegegewohnheiten der Menschen sehr langsam weiterentwickeln. Denn klar ist, die Produkte, die Unilever anbietet, müssen natürlich auch nachgefragt und gekauft werden. Klar, der Markt befindet sich hier im Wandel und sie dürfen den Trend nicht verschlafen, denn ein derartiger Wandel in den Gewohnheiten und Bedürfnissen der Kunden birgt natürlich die Gefahr, dass die Konkurrenz hier schneller bessere Produkte anbietet und Unilever den Anschluss verlieren könnte. Sie haben die Themen Nachhaltigkeit und vegane Ernährung, beispielsweise auch vegane Produkte zur Pflege, auf dem Radar und können anscheinend mit der Entwicklung aktuell Schritt halten bzw. haben da einen Plan. In der Prognose für Unilever vergebe ich 4 von 5 Sterne. Klar ist, Unilever ist mit Sicherheit kein Wachstumskandidat,
Kandidat wie verschiedene Technologieaktien mit ihrem hohen Emerging Markets Anteil und dem Potenzial vor allem auch in Indien stehen die Chancen aber auch hier langfristig nicht schlecht beim Wachstum. Mit dem Aussortieren der margenschwachen Produkte sind sie etwas langsamer als die Konkurrenz, die diesen Schritt schon eher vollzogen haben und daher auch die besseren Margen präsentieren können. Die Aktie sollte daher als Qualitätsaktie für Dividendenausschüttungen und Stabilität in Krisenzeiten dienen. Daran gemessen ist auch die Sternevergabe in diesem Kapitel der Prognose. In der Marktposition habe ich 4 von 5 Sterne vergeben, da Unilever definitiv in der Spitzengruppe der Fast-Moving Consumer Goods Marktteilnehmer angesiedelt ist. Für die stabilen Kennzahlen, wenngleich noch etwas margenschwächer als die Konkurrenz, erhalten sie 3,5 von 5 Sterne. In der Kategorie Risiken habe ich ebenfalls 3,5 von 5 Sterne vergeben. Behaltet hier das Thema Nachhaltigkeit im Auge. Für die Prognose habe ich 4 von 5 Sterne vergeben, vor allem aufgrund der Emerging Markets und auch aufgrund der Tatsache, dass sie auch die Trendwenden in den USA und Europa im Blick haben. Im Durchschnitt erhalten wir 3,75 Sterne, die ich auf 4 Sterne aufrunde. Meine persönliche Meinung zur Unilever-Aktie: Da ich persönlich eine Faktorstrategie mit ETFs fahre, ist die Unilever-Aktie sowie die von Nestle und Procter & Gamble in meinem Quality Factor ETF bereits gewichtet, wenngleich verhältnismäßig gering mit ca. 1% aktuell. Ich habe diese Aktie, obwohl ich sie sehr interessant finde, jedoch trotzdem nicht nochmal als Einzelaktie gekauft, da ich in einer Übergewichtung dieser Aktie wenig Mehrwert sehe. Klar, Unilever hat das Potenzial dadurch, dass sie aktuell möglicherweise relativ günstig bewertet sein könnten, bezogen auf das KGV im Vergleich zu den anderen Größen Nestle und Procter & Gamble im Markt und natürlich auch durch ihre gute Position in den Emerging Markets. Dennoch sehe ich grundsätzlich das Nachhaltigkeitsthema, wie auch bei der genannten Konkurrenz, kritisch und möchte daher keine Übergewichtung dieser Branche und auch nicht der spezifischen Aktien in meinem Portfolio. Generell spendiert diese Aktie aber natürlich eine gewisse Stabilität im Portfolio und kann ein Portfolio möglicherweise etwas krisenfester gestalten, wenn man ansonsten bisher vor allem auf Trend-Einzelaktien gesetzt hat. Genau zu diesem Zweck habe ich aber den eben angesprochenen Quality Factor ETF in meinem Portfolio und nicht die Aktie von Unilever einzeln. Die Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche Aktien- bzw. ETF-Analyse ich in der kommenden Woche machen soll. Vergesst nicht, den Abo-Knopf zu drücken, falls ihr es noch nicht getan habt. Ein schönes Restwochenende euch, bleibt gesund, bis dann. Dieses Video ist keine Finanz- oder Anlagenberatung. Für jegliche Verluste durch den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren kann ich nicht haftbar gemacht werden. Diese Videos dienen einzig und allein der Unterhaltung.